Willkommen zu einer neuen Folge des Comunado Cloud Close-Ups, dem Format, wo wir uns neue Features in der Atlassian Cloud anschauen. Hi Anteil, Hallo Martin, schön dich zu sehen. meinerseits. Ich würde sagen, wir starten mal direkt. Ich habe heute 3 Jira Service Management Themen mitgebracht, denn da gibt es die meisten Änderungen bei Atlassian. Oder ich kriege sie am besten mit. Und zwar, wir sind hier im Kundenportal und hier haben wir die verschiedenen Service-Projekte, ja, unsere verschiedenen Unterportale für IT, Marketing, was auch immer, alle, die irgendwie Services anbieten. Und es gibt jetzt in diesen Anpassungsmöglichkeiten des Layouts auch neu die Möglichkeit, einzelne Portale hier auszublenden. Ja, man sieht hier auch schon, hier sind welche ausgeblendet, ähm, die man Mhm. also vorbereiten will, aber eben nicht verfügbar machen für alle. Ähm, und passend dazu habe ich noch was Zweites mitgebracht. Bezieht sich auch auf Okay. Anpassungsmöglichkeiten im Portal, denn hier investiert Atlassian gerade Mhm. total viel. Nämlich geht es darum, wir haben uns dieses Feature schon seit so langer Zeit gewünscht und endlich ist es da. Nämlich einzelne Anfragetypen einzuschränken für gewisse Leute. Bisher war es so, Echt? das Portal, also es ist noch nicht ganz da, es ist noch in einem Early Access, aber es ist fast da. Ähm, Wir haben Okay. unsere Anfragetypen und jeder, der sich hier einloggen kann, jeder, der Zugriff auf Supermed IT-Services hat, kann jeden dieser Formulare Mhm. auch verwenden. Also sowas wie zum Beispiel ein Nutzer-Onboarding. Ich muss gerade mal gucken, wo wir es haben. Mhm. Hier, neuen Mitarbeiter onboarden. Ne? Das ist ja was, das kann jetzt nicht jeder Mitarbeiter, aber trotzdem musste man dieses Formular immer allen zur Verfügung stellen. Und das ändert sich jetzt, denn wir haben jetzt neu, wie gesagt, in dem Early Access, bald ist es sicherlich für alle Kunden verfügbar. Jetzt haben wir hier in den Anfragetypen dieses Schlosssymbol. Und hier können wir eben den Anfragetyp auf bestimmte Personen einschränken. Über eine Gruppe. Zum Beispiel, wenn ich Da- jetzt mal Kommunaden eingebe, ähm, dann füge ich diese Gruppe hier hinzu und nur noch Personen in dieser Kommunadengruppe können den Anfragetypen im Portal dann auch sehen. Das ist eine super coole Funktion, weil das habe ich gerade bei einem Kunden. Der wird sich richtig darüber freuen, weil dort haben wir das Ganze über ein extra, Projekt gelöst, aber Mhm. nun können wir das auch direkt in einem Projekt machen, was super cool ist. Dann bekommen wir mehr Ordnung in unsere Projekte rein und müssen nicht irgendwelche Umwege bauen, damit es technisch funktioniert. Ja, das ist ja cool. Ja, finde ich auch. Martin, ich glaube, Service Management, das wird noch was. Ich glaube, es entdeckt gerade seine Superkräfte. Ja. Und natürlich habe ich auch was mitgebracht, nämlich einer meiner Lieblings-Apps, neben Workmanagement, was es jetzt nicht mehr so gibt, ist ja Confluence. Ich mag ja Confluence wirklich gerne und mache sehr, sehr viele Dinge. Und dort sind ein paar super coole Features rausgekommen. Einerseits, siehst du dieses Bild und es ist eine Funktion aus Server Data Center mitgekommen, auf die ich nicht geglaubt hätte, dass sie kommt. Hast du eine Idee, was? Nee, keine Ahnung. Guck mal, wenn ich da drüber habe, sehe ich einen Kommentar. Ich kann nun auf Bilder What? kommentieren. Ja, und das ohne irgendwelche blöden Pins und so weiter, aber ich kann AI nutzen und hier meinen Senf hinterlassen. Oder in unserem Fall, Okay. was blau ist, wahrscheinlich unsere Blaubeersoße. Das funktioniert und wir sehen hier dieses kleine orangene Ding. Und es funktioniert auch mit Videos. Und was ich ja Aha. sehr, sehr gerne mag, ist, dass Inline-Kommentare natürlich jetzt nicht mehr nur in der Anzeigeansicht drin sind. Da suche ich immer noch ein super schönes Wort dafür, sondern auch in der Bearbeiten-Funktion. Und Ja. da sehen wir natürlich auch unsere Kommentare. Vielleicht nicht mit dieser 1, aber wir können hier auf das Kommentar draufgehen und ein neues Kommentar anfangen. Zumindest anfangen können wir hier. Ich glaube, das bauen sie auf jeden Fall noch mal ein bisschen aus. Und doch, hier sehen wir 1 von 1. Vielleicht ist das andere nicht gespeichert worden. Auf jeden Fall oder es dauert ein bisschen, bis es synchronisiert ist. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich nun auch auf Bilder Kommentare setzen kann. Ich fand das mit den Pins immer so ein bisschen blöd, Was aber du meinst, ist, dass man quasi nicht einfach nur das Bild kommentiert hat, sondern man hat einen bestimmten Bereich im Bild angeklickt und der Kommentar wurde über so einen Pin dann an diese eine Stelle gemacht. Ja, genau, wie zum naja. Beispiel dieser Mauszeiger hier, der da in deinen Haaren ist. Ja. Ich bin Digital Native.
Ich habe einen Mauszeiger. Ja, genau. Okay, cool. Könnte man tatsächlich vielleicht auch als Haarklammer-Ding mal machen. Also an alle Leute von euch, die vielleicht Haarklammern produzieren, das wäre doch noch eine coole Idee, oder? Absolut. Ne. Ich habe immer Screenshots gemacht. Ich bin einfach zu doof dafür. Ich habe aber noch eine weitere Sache, die ich hier gerne zeigen möchte, nämlich wir sprechen ja schon von einer Weile von diesen Seitenstatus, die wir hier vergeben können. Die können wir jetzt pro Bereich unterschiedlich machen. Wir können unsere eigenen Status hier eingeben. Aber es ist jetzt ein Standardstatus mitgekommen, den kann man auch nicht ändern. Der ist immer mit dabei, der nennt sich verifiziert. Damit können wir jetzt sicher gehen, dass diese Seite von jemandem überprüft worden ist, der sich damit auskennt. Und wenn sie dann zum Beispiel geupdatet worden ist, könnten wir diesen Status mit einer Automation wieder entfernen. Und ich habe letztens auch sehr, sehr Interessantes entdeckt, wenn sich diese Seite hier mal abspeichert. Derweil kann ich euch ja mal zeigen, wo ihr das Ganze anpassen könnt. Hier könnt ihr jetzt nochmal eure Status entscheiden. Diesen kann man jetzt nicht umändern. Den kann man auch nicht neu erstellen. Der ist immer da, verifiziert. Und jetzt ist diese Seite veröffentlicht. Wir sehen hier auch oben, dass der verifiziert ist. Und diesen Seitenstatus sehen wir nun auch in unserem Seitenverlauf. Ah, okay. Das dauert jetzt ein bisschen. Übrigens, dieses Laden hat nichts mit Subspace zu tun. Das fügt jede App, die etwas auf die Seite hinzufügt, fügt dieses Laden hinzu. Das habe ich vor kurzem erst gelernt. Mhm. Und hier haben wir nun auch im Seitenverlauf, sehen wir, wann eine Seite verifiziert worden ist und von wem. Also haben wir das ganz nachvollziehbar da. Das ist doch noch cool, oder? Das ist wirklich cool. Das ermöglicht wieder coole Anwendungsfälle rund um Qualitätsmanagementsystem und so weiter und so fort. Cool, dass du mir das gezeigt hast. Ganz Anna. Genau. Ja, ich habe ja gesagt, das ist für mich eine Jira Service Management Spezialfolge. Und die dritte Sache, die ich dir heute zeigen möchte, ist auch Teil von Jira Service Management. Hast du eine Idee, worum es gehen könnte? Frage ich mal so. Um Service für alle jetzt sofort? Keine Ahnung. Es geht um Ops Genie. 2018, glaube ich, hat Atlassian Ops Genie eingekauft. Und das war so eine Major Incident Alert Monitoring Plattform. Und Atlassian hat die über die Jahre Stück für Stück immer weiter an Jira Service Management rangebaut. Und jetzt ist es endlich soweit. Und Ops Genie ist eben komplett integriert in Jira Service Management. Also nicht nur in der Lizenz, sondern auch produktemäßig. Es ist keine extra Seite mehr. Und das lässt sich am besten sehen bei einer neuen Jira-Seite. Deshalb habe ich heute diese neue Testseite mal erstellt. Und hier haben wir also die Möglichkeit, über die Teams ein Team als Service-Team zu verwenden. Also ich habe jetzt hier mal ein Team erstellt, Service-Team genannt, und habe dann hier gesagt, ich möchte hier Operations abbilden. Und so komme ich hier auch über die Übersicht des Teams, über den On-Call-Schedule, also den Rufbereitschaftsdienst, und wann Sachen irgendwie eskaliert werden. Ich habe hier meine Heartbeats, ich habe meine Maintenance, Policies, die Reports und habe auch hier die Integration. Also ich kann jetzt hier meine Systeme wie Splunk oder irgendwas per E-Mail oder was auch immer, diese ganzen Systeme, die Atlassian hier unterstützt, für Erkennung von Störungen, die kann ich hier einfach anbinden und habe diese Integration dann auch in den Projekten. Also wenn ich zum Beispiel dieses Service-Projekt hier mal öffne, hier haben wir einen Dienst, der heißt Test-Service, und den habe ich ja vorher die Ops Genie-Teams zugewiesen. Ja? Hier bei Service Owner musste ich ein Team, was ich in Ops Genie angelegt habe, hinterlegen. Hier hinterlegt man jetzt die Teams, die man hier quasi global erstellt und als Service-Team konfiguriert hat. Und darüber ist dann auch sichergestellt, wenn also ein neuer Vorfall reinkommt, dass dieser Vorfall dann automatisch dem richtigen Team zugewiesen wird und die benachrichtigt werden. Also SAP kaputt, stelle ich jetzt gerade mal hier einen Vorfall. Und bei dem Vorfall muss natürlich der Service hinterlegt werden. Das passiert dann in den meisten Fällen automatisch. Und in dem Moment, wo ich den Service hier hinterlege, müsste ich gerade erstmal das Feld finden. Hier ist es doch. Ja, hinterlege ich jetzt mal den Test-Service. Haben wir ja automatisch die Responder, die hier hinzugefügt werden. Wenn ich das einmal neu lade, sieht man es auch. Und dort ist dann das Team hinterlegt. Hier sieht man es, ein reagierender Service-Team.
Hier kann ich sehen, das Team hat noch nicht reagiert. Und ich kann eben als Team auf dieser Seite, die ich eben gezeigt habe, die man auch unter ihre Aufgaben hier sieht, kann man eben die Inzidenz sehen, die hier reinkommen. Wird dann entsprechend nach Rufbereitschaft planen, auch per Handy angerufen oder so. Kann das hier bestätigen, zuweisen. Also alles das, was man mit Opsgenie macht, das ist jetzt alles komplett hier integriert in diesem einen Tool. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Aber lieber Martin Böhme, für alle, die wie ich vielleicht jetzt gerade nur böhmische Dörfer verstanden haben, könntest du mir vielleicht noch mal in 1, 2 Sätzen zusammenfassen, was Opsgenie denn genau macht? Also Ja. es ist für mich immer noch so dieses Tool, wo ich schon ganz gut was gehört habe, aber noch nicht so richtig verstanden habe. Ja, also eigentlich können wir den Begriff Opsgenie, für alle, die nicht wissen, was es ist, ignoriert den. Jira Service Management in der Cloud hat jetzt Features direkt integriert, mit denen man die Bearbeitung, die Behebung von größeren Vorfällen, Ausfällen, Incidents noch besser steuert. Und zwar, indem man auf Basis der Dienste im Unternehmen, der Services, bestimmte Teams denen zuordnet, dort Rufbereitschaftspläne pflegt. Also wenn dieser und jener wichtige Service kaputt geht, dann wird an einem Samstag eben der Paul angerufen und am Sonntag wird der Peter angerufen. Ich kann eben mir einstellen, wie möchte ich benachrichtigt werden. Ich kriege einen Anruf oder eine SMS oder eine E-Mail. Wenn ich nicht reagiere, dann wird mein Chef informiert. Solche Sachen. Also Alert Mhm, okay. Management. Außerdem habe ich die Möglichkeit, verschiedene Tools direkt an Jira anzubinden. Das hat man früher per E-Mail gemacht. Ich kenne ganz viele Kunden, die haben richtig viel Aufwand reingesteckt, damit Systeme, wenn sie irgendein Problem haben, eine E-Mail an Jira Service Desk schicken, damit wir ein Ticket haben, damit ich das beheben kann. Aber eigentlich E-Mails, das ist nicht modern. Wir nutzen dafür Konnektoren und APIs und die bietet Jira Service Management. Ich kann jetzt also alle meine Tools mit Jira verbinden. Ich kann zum Beispiel sagen, hier mein Service XY, der schickt jede Minute eine Nachricht an Jira und sagt, mir geht's gut. Und sobald diese Nachricht mal 2 Minuten lang nicht kommt, dann weiß Jira automatisch, oh, in dem System gibt es ein Problem und erstellt einen entsprechenden Alert an das für das System zuständige Team, das dann schnell reagieren kann. Also es geht darum, Service Continuity zu betreiben, alles am Laufen zu halten, proaktiv Performance-Einbußen zu erkennen. Das sind diese Funktionen und die waren eben jetzt schon länger kostenlos in Jira Service Management verfügbar, aber in einem extra Produkt und das ist jetzt alles hier in dieser einen Plattform drin. Okay, jetzt habe ich es auch endlich verstanden. Cool, das macht total Sinn. Also brauche ich das für meine Webseite auch? Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, wenn, Da wenn, ist zu wenn wenig deine Traffic drauf Website immer und so funktionieren wichtig. muss und du sonst ein Riesenproblem hast, dann Ja. wäre das sinnvoll, ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall mega cool, dass das automatisch funktioniert. Genau sowas braucht man ja. So kann man proaktiv auf die Sachen reagieren. Wie du gerade schon gesagt hast. Super. Sehr schön. Ich glaube, das soll es für heute gewesen sein. Ja, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt den Comunado YouTube-Kanal und folgt uns auf LinkedIn. Mhm. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau. Bis dann. Ciao, ciao.